Für den modernen Menschen, der in einer komfortablen Wohnung mit heißem Wasser und all den Annehmlichkeiten des Stadtlebens lebt, ist die Tundra ein Geheimnis hinter 7 Siegeln, ein ganzes Imperium unbekannter Fakten, gefüllt mit Kälte, Schnee, Mücken und Ungeziefer. Manchmal wird es den einfachen Menschen interessant, wie dort Kinder geboren werden, ob sie baden oder zur Toilette gehen. Im Wortschatz der nordischen Völker gibt es keine Wörter wie Waschbecken und Badewanne. Sie gehen nicht ins Krankenhaus und waschen sich ausschließlich im Sommer. Dennoch gelingt es den indigenen Bewohnern der Tundra nicht nur, unter extremen natürlichen Bedingungen zu überleben, sondern auch, eine neue Generation fernab der Annehmlichkeiten der Zivilisation großzuziehen. In dem fernen, kalten Sibirien haben die Chanten und andere indigene Völker sich an einen harten Lebensstil gewöhnt. Die Bewohner der Tundra stört das Fehlen einer Toilette nicht, sie sind es gewohnt, ihre Bedürfnisse auf natürliche Weise zu erledigen. Dazu benutzen die indigenen Bewohner Sibiriens einfache Löcher im Schnee, indem sie eine kleine Vertiefung machen. Männer und Frauen schauen sich um, bevor sie in Ruhe zur Toilette gehen. Der Grund für ihre Besorgnis sind die Rentiere, die sich gerne am gelben Schnee laben. Deshalb vertreiben die Chanten sie nie, sondern achten darauf, dass das Rentier ihnen und ihren Kindern nicht versehentlich schadet. Übrigens helfen den Männern und Frauen im Winter lange Kleidung, wenn sie zur Toilette gehen. Wenn sich jemand hinsetzt, schützen sie seine unbedeckten Körperteile vor Wind und Kälte, sodass keine Gefahr besteht, etwas einzufrieren oder sich zu erkälten. Im Sommer, wenn die Luft von Mücken und Ungeziefer summt, ist alles viel problematischer. Die Bewohner der Tundra waschen sich hauptsächlich im Sommer, da der Prozess des Schneeschmelzens und Erhitzens im Winter fast 4 Stunden dauert. Die Kinder werden in einem kleinen Behälter gewaschen, der als Waschbecken dient. In den Behausungen der Frauen der nordischen Völker gebären sie ohne die Hilfe von Ärzten und Hebammen. Meistens finden die Geburten unter häuslichen Bedingungen statt, wobei anstelle einer Hebamme Vertreterinnen der älteren Generation, Großmütter, Tanten oder Ehemänner, ihren Frauen während der Geburt helfen, indem sie das Bett vorbereiten. Sie bringen Holz, schmelzen Schnee und sorgen für Stoff und Pelz. Wenn jedoch jemand in der Familie krank wird, eilen die Bewohner der Tundra nicht zu den Ärzten, sie sind mindestens 100 Kilometer entfernt. Daher sind sie es gewohnt, sich selbst mit Kräutern, Tinkturen und heißem Tee zu heilen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.